Guten Tag und Bonjour, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Rainer Dunst und ich bin gewissermaßen der Enfoiré unter den Sommeliers. Heute stelle ich Ihnen wieder ein paar besondere Weine vor. Da haben wir unter anderem erstmal einen schönen Chardonnay, den werde ich mir als erstes genehmigen. Was haben wir hier dann Schönes? Ah ja, wir haben ein Chateau Tillery Paguet. Na, wir werden mal schauen, wie der schmeckt. Ich bin ja eigentlich nicht so für trockene Weine. Und dann haben wir noch ein kleines Schmankerl zum Schluss. Und zwar ist das ein 45er Mouton Rothschild. Dann wollen wir doch mal sehen. Hallo, meine lieben Leute. Ich beginne mit dem ersten Wein. Wir haben hier einen Chardonnay. Ich glaube 20 Jahre ist der alt. Den werde ich erst einmal dekantieren. Der muss ja atmen. Wir schauen uns schon mal den Gesamteindruck an. Und wir sehen, naja, also wir werden ihn erstmal dekantieren. Der Proll wie Sie, der kann das natürlich nicht so schnell, aber ich bin ja ein geübter Sommelier, ich mache das einfach mal so. Da war Staub drin, das trinke ich jetzt doch nicht. Ich habe hier ein Glas und den guten Chardonnay, dann wollen wir doch mal schauen. Ja. Dann gucken wir doch mal. Also wir sehen schon auf den ersten Blick, er schäumt. Aber davon wollen wir uns mal nicht beirren lassen. Ja. Oh, sehr angenehm. Der Geruch, das lässt hoffen. Ja, nun. Wollen wir doch mal schauen, was wir da Schönes haben. Vielleicht nebenbei noch ein kleines Witzchen, während ich den hier nochmal genau inspiziere. Kommt zum Beispiel ein Mann ins Restaurant und studiert die Karte. Der Kellner kommt und fragt den, und wird vom Gast gefragt, haben Sie noch den Wein, den Sie mir letztens empfohlen haben? Na, aber selbstverständlich haben wir den Wein noch. Darauf antwortet dann der Kellner, kleinen Moment, ich probiere. Bah. Ach ja, genau, die Pointe. Gut, dann bringen Sie mir bitte ein Bier vom Fass. Ja, was sage ich dazu? Diese Plörre schmeckt leicht bitter. Ich würde Ihnen also keinen Chardonnay empfehlen. Ich weiß nicht, was das sein soll. Steht nicht mal drauf. Und ich kann mich gerade... Ach, Feinherb. Na, Feinherb ist der ganz sicher nicht. Nächster. Als nächstes hatten wir ja den... Ah, hier haben wir ihn ja. Den schönen Chateau Tillery Paguet. Den probieren wir auch gleich als nächstes. Also wir gucken schon mal, ein trockener Wein steht drauf. Das lässt hoffen. Okay. Ein trockener Wein, den wollen wir doch erst einmal. Ja, der sieht durchaus nicht gerade sehr gut aus. Aber ein angenehmer Geruch und die Farbe, die stimmt ja auch. Nun gut, dann wollen wir doch mal schauen. Trockener Wein. Man merkt das Trockene, man merkt es raus, das Trockene. Also dieser Wein ist wirklich sehr trocken. Also wenn man diesen Wein als trocken bezeichnet, dann untertreibt man sicherlich nicht. Bah. Na gut, dann kommen wir jetzt mal zum letzten Wein, den ich Ihnen noch vorstellen wollte. Und zwar ist das ein 45er Mouton Rothschild, ziemlich teuer. Hier steht auch drauf Jahr des Sieges, also 45. Und dann wollen wir ihn noch mal probieren. Oh, er sieht etwas schleimig aus beim Schwenken. Aber der Geruch macht das natürlich wett. 1A, oh mein Gott, was erzähle ich denn hier? Nun gut,
Und der Geschmack? Ja, ja, das ist passabel. Dieser Wein, hm? Stößchen. Hinreißen. Also, man sollte beim Weintrinken ja immer ein bisschen zurückhaltender sein. Wir wissen ja, Wein probieren ist okay, aber er steigt einen dann auch schnell in die Waden. Huch! Ich habe noch einen ganz tollen Witz. Den Witz müssen Sie gehört haben. Und zwar den müssen Sie gehört haben. Was haben französischer Wein und Lady Di gemeinsam? Sie werden lachen, meine Damen und Herren. Beide werden in Holzkisten nach England verschifft. Köstlich. Also man sollte den Alkohol langsam genießen. Aber jetzt habe ich Durst. Ja. Nicht nur der Wein ist umgekippt, wenn ich ihn leer habe, bin ich das auch. Dann wollen wir mal. Obwohl, so doll hat er ja nicht geschmeckt. Aber da kennt der Weinkenner einen guten Trick. Wir kippen das zusammen. Ich könnte Knochen kotzen. Wir verfeinern dann diesen einzigartigen Wein noch mit ein bisschen Cola. Alles übergelaufen. So, probieren wir doch den guten Wein mal. Und zwar kommt dieser Wein, den Tschüss Wein. Au revoir.